Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Das Google Pixel 4 und iPhone 11 Pro sind momentan die Top-Smartphones mit den besten Kameras auf dem Markt. In diesem Video möchte ich die Bildqualität beider Modelle miteinander vergleichen und mal schauen, ob sich ein Gewinner bestimmen lässt. Viel Spaß! Alle Aufnahmen wurden hier im Automatikmodus geschossen mit der neuesten Softwareversion, das heißt also iOS 13.2 mit Deep Fusion gegen Android 10, Stand November 2019. Für die beste Qualität geht am besten in den Fullscreen-Modus, ihr findet aber auch unten in der Videobeschreibung einen Download-Link, mit dem ihr euch Bilder herunterladen könnt und das auch ganz ohne Anmeldung. Anfangen möchte ich kurz mit der Hardware. Beide Smartphones haben auf der Rückseite eine normale Weitwinkelkamera und einen Zweifach-Zoom. Zusätzlich gibt es beim iPhone 11 Pro noch eine dritte Kamera, den Ultraweitwinkel. Da aber die normalen Weitwinkel-Hauptkameras die optisch hochwertigsten sind, die zudem auch signifikant mehr Licht auf den Sensor lassen und somit in schwierigen Lichtverhältnissen bessere Ergebnisse erzielen, habe ich mich der Einfachheit halber dazu entschlossen, hauptsächlich diese miteinander zu vergleichen. Da das iPhone 11 dieselbe Hauptkamera wie die Pro-Modelle bekommen hat, wurden sogar einige Aufnahmen damit gemacht. Die anderen Brennweiten werde ich aber natürlich in meinem ausführlichen Reviews zu den Geräten behandeln, also lasst gerne ein Abo da. Mit diesem Bild möchte ich die Qualität der Objektive zeigen, hinsichtlich Verzeichnung und der Schärfe. Schaut man an den unteren Rand, sieht man beim Pixel hier eventuell eine leichte Tonnenverzerrung und beim iPhone fällt auf, dass mit einer Lage Steine mehr das Bild etwas größer ist. 300% reingezoomt sehen wir hier die Mittenschärfe und können beurteilen, wie detailliert die Objektive abbilden. Bei derselben Auflösung kann man beim Pixel hier etwas mehr Struktur, besonders in den Fugen, erkennen. Schauen wir uns die Randschärfe an, hier sieht man üblicherweise, dass die Qualität abnimmt und so würde ich auch hier keine Unterschiede ausmachen können. Deutliche Unterschiede gibt es hingegen in der minimalen Fokusdistanz. Hier hat das iPhone klar die Nase vorne und produziert das schärfere Bild. Das Pixel zeigt in der Kamera-App aber wenigstens an, wenn man zu nah an ein Objekt rangeht. Kommen wir jetzt aber mal zu den Alltagssituationen mit einfachem Licht. Hier haben wir ein typisches Bild für beide Smartphones. Links das Pixel, etwas dunkler und kontrastreicher, daneben das iPhone ein bisschen heller und flacher. Bei guten Lichtverhältnissen sind die Details beider Smartphones dann aber doch ziemlich vergleichbar, obwohl mir hier diese Kontrasterhöhung im Gesicht beim Pixel nicht so natürlich aussieht. Diese typischen Unterschiede im Look sind in vielen Aufnahmen zu finden, bei dem das Pixel meistens etwas kontrastreicher ist, aber auch die Sättigung der Farbe leicht hervorhebt. Wie immer, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Um aber mal verstärkt zu verdeutlichen, was die Bildverarbeitung der einzelnen Hersteller so anstellt, habe ich mir eine Fehlerkette überlegt, bei der sich dieser Effekt addiert. Dabei müssen beide Geräte zunächst ein und dasselbe Bild von einem Monitor abfotografieren, bekommen dann aber im nächsten Durchlauf ihr zuvor abfotografiertes Bild erneut angezeigt, wovon sie dann wieder ein Foto aufnehmen müssen. So sah das ursprüngliche Bild aus und hier sind die Ergebnisse aus dem ersten Durchlauf und das sind die Ergebnisse aus dem zweiten Durchlauf. Ziemlich schockierend, wenn ihr mich fragt, wie stark die Bilder überbearbeitet und verunstaltet werden. Besonders beim Pixel fällt mir auf, wie plump man hier einfach den Kontrast anhebt und ordentlich das Bild überschärft. Dagegen ist beim iPhone zwar die Sättigung viel zu übertrieben. Das Bild beinhaltet letztendlich aber noch wesentlich mehr Informationen an Helligkeitsschattierungen und feinen Details in den Haaren. So lässt sich das Bild hier durch Reduzierung der Sättigung noch ganz gut retten. Anders beim Pixel, hier sind Informationen in den Schattenbereichen und Haaren einfach verloren gegangen, die sich auch nicht durch das Auffällen der Schatten wieder herholen lassen. Das ist genau der Grund, warum Kameras ein natürliches Bild produzieren sollten. Der Look wird nach dem Foto drauf gemacht und nicht direkt in der Kamera. Dann kommen wir jetzt mal zum Dynamikumfang in extremen Gegenlichtsituationen. Hier hat das Pixel leider eine kleine Schwachstelle. Man sieht, dass es sowohl in hellen Bereichen hier bei der Sonne weniger Details abzeichnet. Viel dramatischer dagegen ist aber die Tatsache, dass das Pixel Probleme hat, Schattenbereiche in solchen Situationen wieder aufzuhellen, was sich dann gegenüber dem iPhone in einem deutlichen Bildrauschen bemerkbar macht. Dieses Verhalten lässt sich zudem auch zuverlässig reproduzieren und ist auch in Videoaufnahmen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, zu sehen. Hoffentlich wird hier noch mit einem Software-Update seitens Google nachgelegt. Die Nase vorne hat das Pixel aber eindeutig bei der Kantenerkennung im Porträtmodus, also hierbei, wo der Hintergrund so unscharf gezeichnet wird. Das iPhone ist hier oftmals sehr ungenau, besonders bei allem, was keine Person ist. Schade ist aber, dass das Pixel offenbar grundlos 1,4-fach reinzoomt und dabei dann nicht die Telekamera nutzt, sondern weiterhin mit dem Weitwinkel knipst. Selbst wenn man manuell zweifach reinzoomt, benutzt das Pixel kurioserweise weiterhin die Hauptkamera und springt nicht, wie beim iPhone 11 Pro hier, auf die Telekamera um. Bei so viel Digitalzoom ist dann natürlich ein Qualitätsverlust sichtbar.
Besonders schwierig für alle Smartphones wird es dann aber abends oder in Gebäuden mit Kunstlicht, wenn mal weniger Licht zur Verfügung steht. Hier sieht man vor allen Dingen den Unterschied zu preiswerten Geräten. Diese zwei Bilder zeigen mal wieder die typischen Eigenschaften der beiden Geräte. Das Pixel ist etwas dunkler und kälter abgestimmt, das iPhone scheut sich nicht davor, einen stärkeren HDR-Effekt zu machen und Schatten etwas aufzuhellen, hat aber typischerweise einen wärmeren Weißabgleich. Man sieht es im Kronleuchter, die Wohnung ist zwar warm und gemütlich beleuchtet, allerdings ist das iPhone mir hier zu gelb, das Pixel wiederum zu kalt und macht die Stimmung dadurch auch etwas kaputt. Aufgrund der helleren Beleuchtung finde ich das iPhone hier etwas gelungener. In den Details sind die Smartphones dann aber mal wieder äußerst nah beieinander und nehmen sich letztendlich nicht viel. Durch den starken HDR-Effekt vom iPhone wurde allerdings die Hose hier so komisch aufgehellt, was ich im direkten Vergleich beim Pixel schöner finde. Auch bei diesem Bild hier sieht man, dass das iPhone schon mal gerne Dinge aufhält, die dunkler bzw. kontrastreicher, so wie das Pixel es macht, in diesem Fall einfach besser aussehen würden. Kurz noch ein Wort zu LED-Lichtern, die es ja mittlerweile immer öfter gibt. Hier ist mir aufgefallen, dass beim Pixel der Weißabgleich etwas unsicher sitzt und dann manchmal komplett daneben liegt. Auch wirken die Bilder im direkten LED-Licht manchmal noch etwas flach mit geringeren lokalen Kontrasten. Schaut einfach mal auf dem Käse auf der Pizza. Kommen wir jetzt auch mal zum Nachtmodus. Den gibt es legendärerweise ja schon eine ganze Weile in den Pixel-Geräten und nun hat auch endlich Apple nachgezogen. Tendenziell macht das Pixel hier die helleren Bilder und kann einen total begeistern, indem es Dinge darstellt, die man mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann. Dagegen sind die Fotos vom iPhone etwas dunkler und halt eher so, wie man es auch selbst mit dem Auge wahrnimmt. Das stärkere Aufhellen erkauft sich das Pixel aber auch durch eine meist längere Belichtungszeit und tendenziell stärkere Rauschunterdrückung. Schaut man zum Beispiel hier auf die Steine, ist weniger Struktur zu erkennen oder hier unten das Sparkassenschild, #NotSponsored oder auch im Asphalt sieht man jetzt hier sehr schön die stärkere Weichzeichnung. Zudem schaltet sich der Nachtmodus beim iPhone easy automatisch hinzu, während das beim Pixel ein separater Mode ist. Dadurch nutzt das iPhone auch schon mal in weniger dunklen Umgebungen den Nachtmodus mit dann circa nur einer Sekunde Belichtungszeit oder so und erreicht dabei eine bessere Qualität gegenüber dem Pixel halt, was sich einfach noch im normalen Kameramodus befindet. Neu ist beim Pixel aber die Möglichkeit der Astrofotografie. Wenn sich das Gerät auf einem Stativ befindet, kann man ultralange Belichtungen über mehrere Minuten aufnehmen. Mich konnten die Resultate zwar nicht sonderlich vom Hocker hauen, entscheidet selber, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich zum Sternfotografieren einfach anderes Equipment verwende. Interessant ist, dass Google im Gegensatz zu Apple den Nachtmodus auch mit der Selfie-Kamera ermöglicht. Das iPhone kann halt hier nur mit dem Display aufhellen. Generell muss ich sagen, dass die Frontkamera beim Pixel in schlechten Lichtverhältnissen bessere Aufnahmen macht und auch noch ein Stück weitwinkliger ist. Bei Tag wiederum gefällt mir das iPhone besser, da hier die Hauttöne realistischer sind und nicht so ins Rote bzw. Übersättigte abdriften. Kommen wir jetzt aber mal zum Videomodus, bei dem das iPhone zumindest von den technischen Daten alle Smartphones auf dem Markt in den Schatten stellt. Hier können alle Kameras, also inklusive der Selfie-Kamera, 4K-Video in 24, 30 und 60 Frames pro Sekunde aufnehmen. Dagegen hat das Pixel einige Limits. Die Selfie-Kamera kann maximal Full HD mit 30 Frames und die rückseitigen Kameras können beide 4K ausschließlich in 30 Frames aufnehmen. Zusätzlich ist das iPhone fähig, mit entsprechenden Apps 2 Videostreams unterschiedlicher Kameras gleichzeitig aufzunehmen, obwohl es dann deutlich zu Lasten der Qualität geht. Bei aktivierter Videostabilisierung croppt das Pixel fast 1,3-fach gegenüber dem Fotomodus ins Bild. Was schade ist, da man ja schon keinen Weitwinkel hat und sich somit noch ein wenig mehr einengt. Anders als iPhone, hier machen alle Kameras nahezu einen Full-Sensor-Readout mit minimalem Crop, mal abgesehen vom 16:9 Faktor. Demnach könnte man ja erwarten, dass die Stabilisierung beim Pixel mehr Spielraum hat. Grundsätzlich gesagt können beide Phones sehr gut Erschütterungen und Zittern ausgleichen. Trotzdem erscheint mir die Stabilisierung vom iPhone dann doch noch einen Tick weicher, da das Pixel manchmal einfach kleine Ruckler drin hat. Genauso verhält es sich auch bei der Bildqualität. Hier ist Apple mit ihrem High-Efficient Video Codec einfach der Konkurrenz überlegen. Es ist hier vor allen Dingen das Gesamtpaket aus Farben, dem Weißabgleich, Belichtungen und einem höheren Dynamikumfang, das die Videos einfach etwas natürlicher und brillanter wirken lassen. Wer mal sehen will, was man an cinematischen Aufnahmen aus dem iPhone so rausprügeln kann, schaut euch gerne mein anderes Video dazu an. Link kommt unten in die Videobeschreibung und ans Ende des Videos. Kommen wir zuletzt noch hier zur Audioqualität. Jetzt hört und seht ihr mich über das Google Pixel 4 und jetzt schalten wir mal auf das iPhone 11 Pro hier um. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass beide Smartphones extrem gute Kameras haben und dass es wirklich faszinierend ist,
was mit Smartphone-Kameras in den letzten 2 Jahren noch gegangen ist. Besonders über die Software. Und hier hatte Google ja eigentlich immer so einen kleinen Vorsprung in der Bildverarbeitung, aber es scheint so, dass Apple mit dem iPhone 11 hier Google tatsächlich im Videomodus sowieso, aber auch bei den Fotos eingeholt hat, und so würde ich das iPhone als das beste Allround-Handy für Fotos und Videos auszeichnen. Lasst mir auch gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da, Verbesserungsvorschläge, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich extrem darüber freuen, wenn ihr das Video auch mit anderen teilt, mir ein Abo dalasst und einen Daumen nach oben gibt. Dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder. Tschüss! So, jetzt reicht's mir aber hier. Komm.